Gib uns eine Chance. Unter einer Bedingung. Jan muss gehen. Erinnerst du dich noch daran, was du mir versprochen hast, wenn es mit uns als Geschwister nicht klappt? Dass ich die Insel verlasse. Es ist soweit. Ich wollte es dir in aller Ruhe erklären. Während meiner Klausur habe ich entschieden, dass ich mein Priesteramt niederlege. Auf Dana! Das ist wirklich klasse. Du würdest lieber tot umfallen, als so einen Hut zu tragen. Und normalerweise würdest du das, Marlene, auch genau so sagen. Oh, meine Kleine. Die Kleine hat mal wieder von nichts eine Ahnung. Nur weil ich bei eurem Theater nicht mitmache. Kim, hör auf. Wir wollen heute einfach Danas Geburtstag feiern und einfach mal alles vergessen. Wie soll das funktionieren? Wir denken doch an nichts anderes mehr. Warum geben wir das nicht einfach zu? Wem wäre damit denn geholfen? Wenigstens würden wir hier nicht wie Zombies rumlaufen und so tun, als würden wir uns total gut amüsieren. Und als wäre es normal, dass du Dana so einen scheußlichen Hut schenkst. Wie für ein Zirkuspferd. Kim! Jetzt reicht's aber wirklich. Ja, mir reicht es auch. Mein Vater hätte schon längst was gegen diesen Dreckskerl von Vergewaltiger unternommen. Willst du nicht wenigstens deine Geschenke auspacken, mein Schatz? Dann lass uns doch die Torte anschneiden. Kim hat recht. Dieses Getue ist wirklich unerträglich. Entschuldigt bitte, aber ich muss echt hier raus. Also das hast du ja toll hingekriegt. Ich werde mal nach ihr sehen. Hagen, bleib du wenigstens da. Tut mir leid, ich habe noch einen wichtigen Termin in Gestüt. Bis dann. Nein, das ist ja eine großartige Geburtstagsfeier. Ja, was denn? Kim hat recht. Langsam geht hier alles vor die Hunde. Ich versuche weiterzumachen, Normalität herzustellen. Das ist auch für Marlene das Beste. Ja, das haben wir ja gerade schön gesehen. Sie ist gegangen, weil du angefangen hast, rumzubrüllen. Rumzubrüllen? Soll ich mal rumbrüllen? Das ist doch alles nicht mehr zum Aushalten hier. Ich muss mit ansehen, wie meine Tochter zerbricht. Tristan kommt in den Knast und meine Tochter stört das nicht mal. Es scheint sie nicht mal aus ihrer Apathie zu reißen. Deine Tochter ist ein Opfer. Sie ist seelisch verwundet und traumatisiert. Mann, wann verstehst du das endlich? Ich verstehe nur, dass meine Tochter sich nicht helfen lässt. Und ich kann nichts tun, um das zu verhindern. Marlene, ist es okay, wenn ich dich begleite? Natürlich, obwohl du jetzt eigentlich feiern solltest. Torte essen macht eh bloß Tick. Denkst du, Kim hat recht? Du meinst die Sache mit dem... Nein, den tauschen wir um. Ich meine, wie wir uns verhalten. Keine Ahnung. Sie hat ja recht. Ich kann wirklich an kaum etwas anderes denken. Aber verdammt nochmal, muss ich denn dann auch ständig darüber reden? Du musst gar nichts. Oh Gott, ich will aber auch nicht, dass ihr darunter leidet. Hör bitte auf, dir Sorgen um uns zu machen. Kim hat Panikattacken und geht mit Pfefferspray auf andere Leute los. Ja, aber dass Tristan ins Gefängnis muss. ist auch nicht deine Schuld. Er hätte ja nicht auf Alexander losgehen müssen. Du hast das doch auch getan. Ich sehe zu, wie er bestraft wird, obwohl ich ihm helfen könnte. Wenn du darüber reden würdest, was passiert ist. Das wird dir helfen. Das sagt Sebastian auch. Wenn du dich entscheidest, zur Polizei zu gehen, ich komme mit dir. Ich war da. Bei der Polizei? Ich habe mir vorgestellt, wie ich die ganzen Fragen beantworten muss. Und dann im Gerichtssaal nochmal und dass er auch da ist. Alexander.
Ich habe mich einfach so hilflos gefühlt, genau wie an diesem Abend. Ich hasse mich selbst dafür, aber ich konnte einfach nicht. Hallo, Leonie. Hallo. Ich war gerade in der Nähe und irgendwie kann ich an dem Imbiss nicht vorbeigehen. Die haben einfach die besten Kalamaris. Ich weiß. Das mit Emilio tut mir leid. Ja, mir auch. Du magst ihn sehr, oder? Es ist schwer, wenn man mit dem Menschen, den man liebt, nicht zusammen sein kann. Ist jetzt auch egal, Emilio ist weg. Mein Vater hat nicht mal versucht zu helfen. Es passt gar nicht zu ihm. Ist er denn schon wieder da? Ja. Monsignor Matteo hat angeboten, Emilio noch eine Chance zu geben, wenn mein Vater die Verantwortung für ihn übernimmt. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat gekündigt und das Priesteramt abgelegt. Und was will er jetzt tun? Er will noch heute die Insel verlassen. Und ich soll mir überlegen, ob ich mitkommen will oder nicht. Er hat sie doch nicht mehr alle. Heute? Ach, ich bin immer noch am Flughafen. Der Flieger hat Verspätung. Emma, Süße, wie geht's dir? Moment. Sie schläft. Und ich sag dir was, sie wird von Tag zu Tag süßer. Eigentlich komisch, dass das überhaupt noch möglich ist. Du siehst aber auch wieder besser aus. Ja, ich habe vor meiner Abreise noch ein bisschen im Hotelzimmer randaliert und danach ging's mir besser. Hauptsache, du hast dem Richter keinen toten Fisch geschickt. Keine Sorge, ich war ganz brav. Du kannst stolz auf mich sein. Es war keine gute Idee, ihn zu bestechen. Sebastian, kann ich denn ahnen, dass ich an den einzigen anständigen Juristen auf diesem Planeten gerate? Na, vielen Dank. Ich vermisse dich auch. Hätte der Plan funktioniert, wären wir jetzt aus dem Schneider. Und so haben wir den Prozess verloren und können den US-Markt vergessen. Ja, ich darf gar nicht daran denken, wie viel Geld ich bereits in den Staaten in diese Kampagne gesteckt habe. Ich hoffe, es läuft in Europa ein bisschen besser. Das wird es bestimmt. Wenn jetzt erstmal die Inzest-Modelinie anläuft. Für die wir uns einen neuen Namen überlegen müssen. Bevor wir auch noch diese ganzen religiösen Spinner auf den Plan rufen. Im Moment, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sonja hat alles vorbereitet für die Fashion Day. Ja, da muss sie sich irgendwas Neues einfallen lassen. Die Zukunft von Linie Clarice Lahnstein hängt von dieser Kollektion ab. Ja, ist gut. Ich rede gleich mit ihr. Sebastian, sei nicht so nett zu ihr, ja? Stell dir vor, du bist ich. Mach ihr Dampf. Ich werde mein Bestes geben, ja? Also, bis später. Ich freue mich auf dich. Bis später. Tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin. Ziemlicher Lärm hier. Aber wesentlich besser als Danas Punkphase damals. Ich habe mir immer gesagt, wenn alle drei aus der Pubertät raus sind, dann kann es nur noch besser werden. Hey, wo willst du hin? Raus. Wie meinst du nicht, du solltest dich vorher noch mal bei Papa entschuldigen? Wieso? Habe ich irgendwas gesagt, was nicht stimmt? So reden wir nicht miteinander. Das ist nicht in Ordnung. Nein, wir reden überhaupt nicht mehr miteinander. Oder wir schreien uns an, wie ihr eben. Wir müssen Marlene klar machen, dass sie zur Polizei geht. Damit dieses Schwein endlich ins Gefängnis kommt. Es bleibt ihre Entscheidung, ob sie zur Polizei geht oder nicht. Sie ist doch überhaupt nicht mehr in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen. Kim, wir können sie nicht zwingen. Okay. Dann machen wir am besten gar nichts. Vielleicht verschwindet das Problem ja von selbst. Kim! Hey! Geht's dir besser? Sorry wegen vorhin. Ich wollte dir deine Party nicht verderben. Wir können dann noch mal ganz von vorne anfangen.
Hauptsache ist noch Kuchen da. Mama. Hey. Ja, alles in Ordnung. Sag mal, war das wirklich nötig vorhin? Was denn? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit ist aber manchmal nicht so einfach, wie du sie gerne hättest. Aber es muss doch was passieren. Wir werden sonst alle verrückt und du bist auch schon völlig durch den Wind. Ich komm schon klar. Ja, und deshalb hast du auch das Gatter von Dionysos offen gelassen. Passiert dir bestimmt ständig. Ist ja noch mal gut gegangen. Diesmal ja. Aber es hätte was passieren können. Es kann immer was passieren. Warum kapiert ihr das denn nicht? Du musst keine Angst haben. Wir passen auf dich auf. Na komm, lass uns nach Hause gehen und wir feiern noch ein bisschen. Sorry, mir ist nicht nach Feiern. Außerdem wollte ich noch mal in die Firma. Ich dachte, du hast heute frei. Ja, Ansgar kommt heute wieder zurück und ich wollte noch mal nach dem Rechten sehen. Okay. Tschüss. Ciao. Wie war Danas Geburtstag? War nicht so prickelnd. Ich glaube, Dana und ich feiern lieber später weiter. Hast du schon was gehört wegen der Anzeige von Alexander? Noch ist alles offen. Und was heißt das? Ich bin vorbestraft und ich habe versucht, ihn umzubringen. Wenn ich Pech habe, komme ich in Untersuchungshaft. Was ich nicht hoffe, die Küche da ist echt miserabel. Und Ansgar wollte ich es eigentlich auch nicht so leicht machen, mich aus dem Gremium zu kicken und Lahnstein Entertainment einzustampfen. Und wenn wir Sebastian doch einweihen? Vielleicht findet er irgendeine Lösung. Damit würde die Vergewaltigung aktenkundig und ein Verfahren eingeleitet. Die drehen Marlene im Zeugenstand durch die Mangel. Das kann ich ihr nicht antun. Du würdest das Gleiche tun. Du. Und, bist du jetzt zufrieden? Oh ja, geht so. Obwohl ich nie gedacht hätte, Emilios blöde Sprüche fehlen mir jetzt schon. Du findest es auch noch komisch, oder was? Emilio ist auf dem Weg nach Venezuela und vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Ich denke doch. Ich will schließlich noch meinen Pass zurückgeben. Hm? Dein Pass. Hat er den geklaut? Scheiße, was will er denn jetzt damit? Naja, also ausgeborgt trifft's wohl eher. Also habt ihr euch doch noch mal getroffen. Was hat er denn gesagt? Du, nicht viel. Das war eher so zufällig. Sag mal, hast du irgendwas genommen? Okay, also pass auf. Es war so. Ich wollte ein bisschen Geld dazu verdienen und bin auf die Straße, um die Autoscheiben zu putzen. Du. Na klar, Arbeit tut ja nicht weh. Sagt Opa Arno immer. Jedenfalls, ich wische die Scheibe, räume den Schaum beiseite und da sitzt Emilio im Auto. Ganz zufällig natürlich. Du, und frag mich nicht wie. Plötzlich war der verschwunden. Er ist getürmt? Das heißt, er ist jetzt nicht auf dem Weg nach Venezuela. Und wo ist er jetzt? Ich meine, hast du ihn bei dir auf der Finca versteckt? Würden die doch zuerst suchen. Der ist jetzt mit dem Schiff Richtung Festland unterwegs und da mal gucken, wo er landet, muss er sich dann alleine durchschlagen. Meinst du, er schafft das? Leo, ganz ehrlich, der Junge ist auf den Straßen von Caracas groß geworden. Wie stellt sie sich das vor? Ich kann doch nicht so kurz vor den Fashion Days einfach die ganze Kollektion umstricken. Das erwartet doch auch niemand. Es geht doch lediglich um ein neues Motto. Ein Slogan. Inzest, das hat was. Das bleibt hängen. Provoziert. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Tanja will doch nur verhindern, dass sie hierzulande auf ähnliche Probleme stößt wie in den USA. Deshalb will sie die Kampagne stoppen. Wie stoppen? Und was ist mit meiner Modelkarriere?
Olli und ich, die Fotos, die sind doch super angekommen. Das muss die Chefin doch auch sehen. Jessica, haben Sie hier noch irgendwas zu tun? Wie wär's? Besorgen Sie doch ein paar Blumen für meine Frau zur Begrüßung auf ihren Schreibtisch. Sie mag Lilien. Ja, ich gehe ja schon. Aber ich sag Ihnen eins. Das war ein Fehler. Ich finde, sie hat recht. Sie... Oh, jetzt gerät mein gesamtes Weltbild ins Wanken. Selbst wenn mir auf die Schnelle etwas vergleichbar Griffiges einfällt. Ich kann nicht die bestehenden Entwürfe nehmen und einfach einen neuen Aufkleber drauf pappen. Einen Moment mal, ja? Worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden doch hier über Kleider. Kleider. Werden die schlechter, wenn wir jetzt einfach mal das Motto ändern? Und weil du das so siehst, bist du auch Jurist und kein Designer. Eine Kollektion, das sind nicht irgendwelche wild zusammengewürfelten Klamotten. Die Entwürfe bilden zusammen ein Statement, ein Gesamtkunstwerk. Und das Thema ist nicht austauschbar. Wenn man das jetzt mit irgendeinem handzahmen Motto versieht, das wird dann einfach nur seltsam. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber Tanja will nun mal eine neue Idee für die Kollektion und davon werde ich sie auch nicht abbringen können. Ich dachte, ich habe die volle kreative Freiheit. Ja, die hast du auch, was die Entwürfe angeht. Aber wie wir sie vermarkten, das ist und bleibt Tanjas Sache. Das Gericht, da muss ich ran. Von Lahnstein? Das ist Ihr letztes Wort? Hast du Tristan gesehen? Es gibt Neuigkeiten. Keine guten, so wie du aussiehst. Der Haftrichter besteht darauf, dass er in Untersuchungshaft geht. Wieso das denn? Geständnis hin oder her. Der Richter argumentiert, dass Fluchtgefahr besteht. Er hätte ja die finanziellen Mittel, sich irgendwo ein anderes Leben aufzubauen. Und er ist vorbestraft. Hagen, der Staatsanwalt, wird auf versuchten Mord plädieren. Ja gut, er will natürlich demonstrieren, dass der dekadente Adel bei ihm keine Vorzugsbehandlung genießt. Aber mit diesem Schwachsinn lasse ich ihn nicht durchkommen vor Gericht. Okay. Was hast du vor? Ich hätte noch sehr viel vor. Aber dafür muss ich endlich wissen, warum er so ausgerastet ist. Hagen, ich kann ihn da doch nur noch raushauen, wenn du mir endlich sagst, was du weißt. Jetzt. Ich kann dir nicht mehr sagen als Tristan. Jetzt komm mir bitte nicht auch noch mit dieser gequirlten Scheiße. Es geht um unseren kleinen Bruder, verdammt nochmal. Der nichts im Leben wirklich ernst nimmt. Und der soll jetzt rot gesehen haben, weil Alexander sich ein bisschen über sein Musical lustig gemacht hat? Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Du musst das nicht verstehen. Ich muss das vor allem nicht glauben. Hagen, es geht hier nicht um irgendeine kleine Schulhofprügelei. Wenn das Gericht Alexanders Version glaubt, dann wandert Tristan für Jahre in den Bau. Und wie die Mitinsassen sich über diesen kleinen neuen Prinzen freuen werden, das überlasse ich jetzt deiner Fantasie. Sebastian. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich hoffe, du hast gute Nachrichten. Naja. Ich habe während meiner Zeit im Kloster entschieden, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich muss weg hier. Du willst dich versetzen lassen? Nicht ganz. Monsignor. Padre, ja. Guten Tag, gnädige Frau. Ich möchte nicht lange stören. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich Kontakt mit Rom aufgenommen habe. Ihr Gesuch nach Entbindung von den ewigen Gelübden ist übermittelt. Dankeschön. Für alles. Wir sehen uns noch. Bis später, Eva. Ich dachte, du liebst deine Arbeit. Ich hatte den Eindruck, du hast deine Berufung gefunden. So ist es auch. Aber ich kann nicht weiter Priester sein und diese Gefühle für Julia haben. Ja, du darfst nicht aufgeben. Nein. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Es geht nicht mehr. Es tut mir alles sehr leid. Wir müssen jetzt nach vorne sehen. Und das geht nur, indem Julia und ich getrennte Wege gehen. Nein, ich möchte zu Tristan. Würden Sie mich bitte anmelden? Vielen Dank. Ah, da ist er schon. Marlene.
Schön, dich zu sehen. Ich wollte mal fragen, ob es was Neues gibt. Heute war doch dieser Haftprüfungstermin oder wie auch immer das heißt. Sieht so aus, als hätte ich endlich mal Zeit, den gesamten Dostojewski zu lesen. Und ich werde dieses Jahr wohl nicht in den üblichen Vorweihnachtsstress geraten. Heißt das, du... Komm, lass uns rübergehen. Bis zur Verhandlung muss ich in Untersuchungshaft. Jetzt guck mich nicht so entsetzt an. Ich habe Erfahrung mit dem Hotel. Das ist alles halb so wild, wie es sich anhört. Ich muss unbedingt zur Polizei. Du musst gar nichts. Wir haben das alles besprochen. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass du ins Gefängnis musst. Du hast mich nicht darum gebeten, dass ich auf Alexander losgehe. Das war allein meine Entscheidung. Und egal, was jetzt kommt, ich bereue gar nichts. Herr Wolf, wollten Sie zu mir? Nein, ich war in der Personalabteilung und habe gerade Unterlagen abgegeben. Für die Versicherung. Sehen Sie, und ich dachte, Sie wollten mit mir über ein juristisches Problem reden. Erinnern Sie sich, vor ein paar Tagen, da haben Sie schon mal meinen Rat eingeholt. Ja, nein. Alles gut. Apropos, wie geht's denn dem Mädchen, das vergewaltigt worden ist? Die Tochter von Freunden, so war's doch nicht wahr? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser, Herr Wolf? Sie sind ein ganz miserabler Lügner. Was soll es hier werden? Eine Art Kreuzverhör? Ich versuche nur, die Wahrheit herauszufinden. Die Wahrheit, die offensichtlich jeder hier vertuschen will. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. So, und jetzt? Ich glaube, Marlene ist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Und Tristan hat den Vergewaltiger tätlich angegriffen, Alexander Reinsberg. Tristan wandert ins Gefängnis. Nur weil er nicht will, dass Marlene sich einem Vergewaltigungsprozess aussetzen muss. Das ist Wahnsinn! Ich muss Sie bitten, mit solchen Verleumdungen über meine Tochter in Zukunft etwas vorsichtiger umzugehen. Und jetzt möchte ich bitte gehen. Wow! Was ist denn hier passiert? Sebastian hat mich hier vorübergehend einquartiert. Ich habe in Düsseldorf noch kein eigenes Atelier. Ach, Entschuldigung, wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Sonja Jäger und arbeite für Linie Clarisse Lahnstein. Ah, dann sind Sie die berühmte Chasseure. Nicola von Lahnstein, die Cousine von Sebastian. Die Fotografin? Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Danke. Und Sie? Wollen Sie kurz vor den Fashion Days noch etwas an der Kollektion ändern? Von wollen kann gar keine Rede sein. Tanja von Lahnstein möchte das Inzestmotiv aufgeben und ich soll mir auf die Schnelle ein neues Konzept ausdenken. Naja, wenn es sonst nichts ist. Es ist ja nicht so, als hätte ich mir irgendetwas gedacht bei den Entwürfen. Ja, ich kenne das. Irgendwelche Auftraggeber, die nicht verstehen, dass Ideen nicht austauschbar sind. Und wie sind Sie damit umgegangen? Naja, entweder man macht Kunst oder Kompromisse. Beides geht nicht. Aber erwarten Sie ja nicht, dass Tanja von Lahnstein das versteht. Ist sie wirklich so schlimm? Schlimmer. Ah, das habe ich gesucht. Also, viel Glück. Danke. Nordic Walking tatsächlich. Also für mich wäre das nichts. Charlie, für dich ist kein Sport was. Oh. Danke. Christian war am Anfang auch nicht so begeistert. Aber inzwischen geht er ab wie eine flotte Biene. Warum hat Tanja das nicht mit mir abgesprochen? Ich verstehe das nicht. Sie legt doch auch sonst so viel Wert auf meine Meinung. Worum geht's denn? Die Kampagne. Sie will sie einstellen, nur weil irgendwelche Amis dafür zu prüde sind. Ach, Schluss mit dem Inzestspuk, na Gott sei Dank. Olli, kannst du jetzt bitte auch mal was dazu sagen? Naja, es war schon ganz lustig, sich auf diesen Plakaten zu sehen. Lustig? Das war das Geilste überhaupt. Andererseits, wenn man bedenkt, was da alles dahinter steckt. Es war vor allen Dingen ein Riesenaffront gegen Arno, Jan und Julia. Also ich bin froh, dass es vorbei ist. Sehr sogar. Verdammt, das war mein großer Traum.
meine Mutter? Pause. Hier. Kannst du mal sehen, wie deine neue Verwandtschaft so drauf ist. Alexander R. beschrieb, wie sein vermeintlicher bester Freund Tristan von Lahnstein mit einem scharfen Degen auf ihn losging und ihn damit mehrfach verletzte. Es schien ihm Spaß zu machen, mich leiden zu sehen, berichtet das Opfer unter Tränen. Und so bescheuert wie du bist, glaubst du diesen Schwachsinn auch noch? Puh, du, ich habe auch so meine Erfahrungen mit Tristan gemacht. Und glaub mir, der tickt nicht mehr ganz sauber. Du hast doch echt keine Ahnung. Bist du jetzt verknallt in den oder was? Schätzchen, lass die Finger von dem. Ich bin mir ganz sicher, da stimmt jedes Wort. Darf ich mal sehen? Dieser Mistkerl. Glauben Sie eigentlich ernsthaft, wir bezahlen Sie dafür, dass Sie während der Arbeitszeit Schmierblätter lesen? Ach ja, und ich habe gesehen, Sie haben meiner Frau Lilien ins Büro gestellt. Sie hasst Lilien. Worauf genau warten Sie eigentlich noch? Das Blumen besorgen werde ich ja wohl auch nicht bezahlen. Kann ich Sie mal ganz kurz sprechen? Es geht um Tristan. Wo ist Marlene? Sie schläft. Warum? Hör auf mit diesen Spielchen. Kim hat mir alles erzählt. Weil sie es nicht mehr mit ansehen konnte. Sie scheint im Übrigen die Einzige zu sein, die hier noch einen Funken Verstand hat. Es geht aber nicht um das, was Kim will, sondern um Marlene. Deine kleine Schwester geht gerade kaputt. Ist dir das klar? Und Tristan wandert in den Knast. Was für eine Scheiße zieht ihr eigentlich ab? Er hat eine Entscheidung getroffen. Weil er ein romantischer Spinner ist, der sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was für Konsequenzen sein Schweigen hat. Schon mal darüber nachgedacht, dass Alexander auch eine Gefahr für andere Frauen ist, wenn er weiterhin so frei herumläuft? Ihr deckt eine Straftat, weil ihr das Opfer bestärkt, weiter zu schweigen. Das ist Wahnsinn! Es geht ihr verdammt noch mal nicht gut. Du weißt doch am besten, was für eine Belastung so ein Prozess darstellt. Ich weiß vor allem, wie es im Knast aussieht und dass Tristan das auf die Dauer nicht durchhält. Alles nur, weil Marlene vor Selbstmitleid zerfließt. Selbstmitleid. Sag mal, spinnst du? Marlene ist hier das Opfer. Selbst wenn sie zur Polizei gehen würde, sie hat doch eh keine Chance. Sie hat alle Beweise verbrannt. Sie hat aber immer noch weniger zu verlieren als Tristan. Er ist vorbestraft. Wenn er nicht in den Knast geht, dann wandert er in die Klapse. Ich sag dir was. Ich werde nicht untätig zusehen, wie unser Bruder sein Leben wegwirft. Eher zeige ich selbst Alexander an. Und dann muss Marlene aussagen. Danke. Timo, ich hatte gerade einen hysterischen Monsignor Matteo am Telefon. Er hatte Besuch von der Polizei, weil Emilio spurlos verschwunden ist. Ach, wirklich? Der ist einfach abgehauen, ja? Ja, ich habe ihm auch versichert, bei allem, was mir teuer ist, dass du damit gar nichts zu tun haben kannst, weil ihr gerade furchtbar zerstritten seid. Keine Ahnung, was der Spinner sich dabei gedacht hat. Einfach, naja. Andere Sache, meinst du, du kannst heute ein bisschen früher zumachen? Ja, müsste klappen. Warum?
Patient von mir hat mich eingeladen, bei ihm im Golfclub eine Proberunde zu drehen. Er meinte, das ist genau das Richtige für mich. Weil du so ein Schnösel bist? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht macht's ja sogar Spaß, aber alleine mit den ganzen Spießern bestimmt nicht. Also hast du Lust mitzukommen? Du, solange ich keine Polohemden mit hochgestellten Kragen tragen muss. Gerne. Ich hol dich ab, okay? Ja, ich muss aber vorher noch beim Zentrum vorbei. Jan verabschieden. Will er verreisen? Leo hat's mir erzählt, der verlässt Mallorca. Und der ist auch kein Priester mehr. Wirklich? Wieso denn so plötzlich? Keine Ahnung. Leo ist auf jeden Fall ziemlich sauer, dass er nicht mit dir redet. Hast du eine Ahnung? Ich weiß auch nicht mehr. Du bist doch seine Schwester. Er wird schon wissen, was er tut. Ich komme. Ja. Alles in Ordnung? Alles gut. Sirens in the distance cry. Julia? The trumpet is sounding for someone tonight. Strangers in a blood-red light, running around us, they reunite. Sky fell down, star shattered high. Julia, wir haben die Chance, Bruder und Schwester zu sein. Diese Chance sollten wir nutzen. Ich weiß, dass du genauso unsicher bist wie ich und dass du auch Angst hast, dass alles wieder so wird wie früher. Julia, Wir dürfen uns nicht wiedersehen, Jan. wie stellst du dir das vor? Ich will, dass du die Insel verlässt. Julia, ich liebe dich. Immer schon. Wenn du mir sagst, Ricardo ist der Mann deines Lebens, dann akzeptiere ich das. Es tut mir leid. Wondered how this day would come. Ich bin jedenfalls froh, dass Kim mir endlich alles erzählt hat. Jetzt müssen wir Marlene nur noch überzeugen, endlich ihre Aussage zu machen. Wie oft denn noch? Marlene wird da rausgehalten. Du gehst mir langsam auf die Nerven mit deinem Heldengetue. Du und Marlene, ihr deckt einen Vergewaltiger. Der zu 87% freigesprochen wird, egal was Marlene aussagt. Es steht ihr Wort gegen seins. Und wenn sie den Prozess wirklich verliert, dann steht sie als Lügnerin da, die sich alles nur ausgedacht hat. Willst du eigentlich, dass das ewig so weitergeht? Tristan, es wird sich nichts ändern, wenn nicht endlich jemand die Initiative ergreift und sich wehrt. Soll sie sich vielleicht für die gute Sache opfern? Ihre Nerven, ihre Karriere, ihren Ruf? Aber genau das willst du doch gerade tun. Ist dir eigentlich klar, dass die Presse diese ganzen alten Geschichten wieder ausgegraben hat? Willst du ewig der Psychograf bleiben, der grundlos um sich schlägt? Ist der Ruf ist ruiniert. Was soll ich machen? Sag's mir. Wenn du unter diesen Umständen dein Mandat niederlegen willst, dann... Das könnte dir so passen. So schnell wirst du mich nicht los. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Moment bitte. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Verraten Sie mir dieses Mal, was Sie auf dem Herzen haben. Ich möchte eine Anzeige machen. Worum geht's denn? Ich bin vergewaltigt worden. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es ist ein... Aber
Aber das ist ja überhaupt gar nichts Neues. Wir haben doch vorhin festgestellt, dass ich der Profi bin, oder? Ja, und bald wirst du ein arbeitsloser Profi sein. Man merkt wirklich, dass du Tanja überhaupt nicht kennst. Ihr habt mich engagiert, weil ich die Beste bin. Also, vertrau mir einfach. Was anderes wird mir auch gar nicht übrig bleiben. Tanja ist in ein paar Minuten hier. So ein Drachen kann deine Frau doch gar nicht sein. Oh doch. Sie kann. Aber ich dachte, er wäre schon wieder zurück. Und Sie wissen nicht, wann er wiederkommt. Nein, es tut mir leid. Hallo, Kim? Suchst du Nico? Ich glaube, sie ist nicht da. Ich wollte eigentlich zu Ansgar. Ich dachte, er wäre schon wieder hier. Ich wollte mal Hallo sagen. Er musste wohl einen späteren Flieger nehmen, wird aber heute noch zurückerwartet. Ach so. Ja, schade. Dann wird er sich sicher bei mir melden. Kim? Kann ich etwas für dich tun? Danke. Ich werde Ansgar ausrichten, dass du hier warst. Ludwig? Meinst du, Ansgar würde sich freuen, wenn ich hier auf ihn warte? Ganz gewiss. Welcher Vater würde sich nicht freuen? Geh ruhig rauf. Ich nehme an, das ist ein Missverständnis. Nein, weil ich es für einen großen Fehler halte, die Kampagne jetzt abzubrechen, wo sie gerade so erfolgreich ist. Erfolgreich? Sie ist in den USA verboten, meine Liebe. Und genau das ist das Beste, was ihnen passieren konnte. Nichts ist spannender als das Verbotene. Adam und Eva sind aus dem Paradies geflogen, weil Eva nicht die Finger von der verbotenen Frucht lassen konnte. Verschonen Sie mich mit Geschichten aus der Bibel, ja? Davon hatte ich in den letzten Wochen genug. Okay, bleiben wir bei den Fakten. Die Journalisten äußern sich wohlwollend über die Kampagne. Sie wird als modern, mutig und extravagant eingeschätzt. Die jungen Frauen aus Amerika können es kaum erwarten, die Mode und das Parfüm aus dem Internet zu bestellen. Aus Europa. Wenn Sie mich fragen, wird Inzest in Amerika bald genauso erfolgreich sein wie Alkohol zu Zeiten der Prohibition. Tanja, vielleicht sollten wir eine Marketingagentur hinzuziehen. Die machen uns auch ganz kurzfristig eine neue Kampagne. Hast du nicht zugehört? Frau Jäger hat doch gerade überzeugend erklärt, warum alles beim Alten bleibt. Wobei ich noch gar nicht darauf eingegangen bin, wie perfekt meine Entwürfe zu dem Konzept passen. Tja, Sebastian, du hast nicht zu viel versprochen. Ich denke, das wird der Beginn einer guten Zusammenarbeit. Ich habe dich auch vermisst.
Julia? Was machst du hier? Ich musste dich einfach noch einmal sehen. Den sehen wir nie wieder. Ich glaube, der ist in den Teich gegangen. Macht nichts, wir haben ja noch ein paar. Du kannst es ruhig zugeben. Du hast mich nur mitgenommen, damit du dich nicht ganz allein blamierst. Korrekt. Jan ist bestimmt schon unterwegs. Ich hätte mich echt noch gern von ihm verabschiedet, aber im Zentrum war er nicht mehr. Du wirst ihn bestimmt mal wiedersehen. Vielleicht auch nicht. So wie der von heute auf morgen abgehauen ist, ich habe das Gefühl, das war's. Wenn er das so will, müssen wir das akzeptieren. Ja. Ich versuche gar nicht mehr zu verstehen, wie die Leute in unserer Familie ticken. Darf ich dich um etwas bitten? Wenn ich weg bin, könntest du dich dann um Leonie kümmern? Ein bisschen. Sie möchte unbedingt hier bleiben. Natürlich. Es tut mir leid, dass ich dein Leben so durcheinander gebracht habe. Und ich deins. Du musst dir sogar einen neuen Beruf suchen. Das tust du mir noch einen Gefallen? Jeden. Sei glücklich. Wir sollten demnächst wieder viel mehr zusammen machen. Julia, du und ich. Klingt gut. Ich weiß, die letzte Zeit war ziemlich turbulent, aber das wird sich jetzt alles ändern. Ich möchte, dass wir wieder eine richtige Familie sind. Nur wir drei. So wie früher. Okay. Ich muss los.